Herzlich willkommen allseits zur Veranstaltung Südkorea, Antimilitarismus und Kriegsdienstverweigerung in einem geteilten Land. Heute, an diesem ersten Tag im Juni, in einer tatsächlich, es ist schon gefallen, zum Glück kühlen Kirche, an einem kühlen Ort, an einem heißen Tag. Und ich freue mich auch über jeden, der den Weg hierher gefunden hat. Bei ebenso verlockenden Alternativen natürlich draußen, kann den Abend auch anders verbringen. Ich darf nochmal zu Beginn darauf hinweisen, dass wir einen freien Eintritt haben, was, Sie haben es gemerkt, natürlich auch einen Sinn hat, denn wir möchten jedem die Möglichkeit geben, an so einer Diskussion auch teilnehmen zu können. Und gleichzeitig darf ich aber darauf hinweisen, dass man auch spenden kann. Spenden sind sogar erbeten. Und sodass dieses Konzept eben auch in anderen Städten umgesetzt werden kann und an anderen Orten. Und unser Referent aus Südkorea hat ja schon einige Stationen absolviert, wird sicherlich dazu auch noch was sagen. Ja, ich darf jetzt unsere beiden Referenten des heutigen Abends ganz besonders begrüßen. Allen voran zunächst mal Myungjin Moon aus Südkorea. Markus Liegl, nicht ganz so weit entfernt aus dem schönen Frankfurt. Ja, den Anfang heute Abend macht auch Markus Liegl mit einem Vortrag zur aktuellen Lage auf der koreanischen Halbinsel. Und sein Vortrag trägt den Titel Krisenherd Nordkorea. Einige Sätze noch vielleicht zum Hintergrund von Markus Liegl. Der Friedens- und Konfliktforscher hat mehrere wissenschaftliche Aufsätze und auch ein Buch zu den Konflikten in Asien publiziert und promoviert derzeit an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Und ich darf somit direkt übergeben zum Vortrag Markus Liegl. Ja, herzlichen Dank für die Einladung an die Deutsche Friedensgesellschaft. Herzlichen Dank für die nette Kommunikation. Ich freue mich heute hier zu sein, nicht nur weil die Kirche, wie schon mehrfach angemerkt, sehr schön kühl ist, sondern auch, um mit Ihnen heute über ein Thema zu sprechen, was ich beforsche jetzt seit einigen Jahren. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit der Volksrepublik China, aber quasi im Nebenerwerb auch mit Nordkorea. Beide Staaten unterhalten ja formale Bündnisbeziehungen miteinander und Nordkorea ist eins der großen Mysterien, das auch immer wieder in der Presse als großes schwarzes Loch dargestellt wird. Wir wissen relativ wenig über dieses System und seine internen Prozesse, aber nichtsdestotrotz ist Nordkorea seit dem Wegfall der bipolaren Blockkonfrontation einer der wesentlichen Konfliktherde in der Region Ostasien geworden und unter anderem der Nuklearkonflikt als einer der wichtigen Konflikte, die wir zurzeit in Asien haben und für den das nehme ich jetzt schon mein Fazit vorweg, zurzeit auch wieder schlecht ausschaut, was Lösungsmöglichkeiten angeht. Im Programm stand, dass ich einen ganzen Vogelflug anbieten werde, das muss ich leider ein bisschen revidieren. Ich werde mich an diesen an diesen 4 Fragen orientieren in meinem Vortrag. Zunächst gehe ich darauf ein, warum wir zurzeit wieder vermehrt Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben. Dann versuche ich mit Ihnen zusammen die Frage zu beantworten, warum Nordkorea eigentlich nach diesen atomaren Waffen strebt, welche Rolle die Volksrepublik China in diesem Konflikt spielt und spielen könnte und was es denn für strategische Optionen für die neue amerikanische Administration unter Donald J. Trump gibt. Und hier schlage ich einen Friedensvertrag vor, mit dem dieser Idee, um neue Impulse in diesen Konflikt hineinzugeben und so vielleicht eine Basis zu schaffen, um mögliche Eskalationen, die leider Gottes derzeit wieder an Spannung zunehmen, vielleicht in Zukunft nicht mehr in dieser Intensität erleben zu müssen. Zur ersten Frage, warum nehmen die Spannungen zurzeit auf der koreanischen Halbinsel zu? Ich habe Ihnen hier ein Zitat von George Friedman mitgebracht, der ist der Gründer von Stratfor Strategic Forecasts und seinem neuen Think Tank Geopolitical Futures, ein Analyst, der sich sehr auf geostrategische Analysen fokussiert hat. Und George Friedman ist der Meinung, dass ein US-Angriff auf Nordkorea wohl derzeit sehr imminent wäre, also kurz bevorstehen würde. Wenn man sich die Lageentwicklung anschaut, ich habe sie Ihnen mal in 2
bei den zwei Hauptprotagonisten mitgebracht. Die USA haben zwei Flugzeugträgerkampfverbände in Schlagdistanz nach Nordkorea verlegt. Wir haben zurzeit eine erhöhte Trainingsaktivität von ungefähr 100 F-16 Kampfflugzeugen. Es wurden zusätzliche F-35, diese ganz neuen amerikanischen Mehrrollenkampfflugzeuge in die Region verlegt. Und Trump hat auf dem letzten Zusammentreffen mit Shinzo Abe, dem japanischen Premierminister, versprochen, dass er und seine Administration das Nordkorea-Problem lösen werden. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite haben wir den Akteur Nordkorea, der mittlerweile 9 Tests von ballistischen Kurz- und Mittelstreckenraketen in 2017 durchgeführt hat. Wir hatten mehrere groß angelegte Artillerie- und Militärmanöver in Nordkorea. Es gab 2 Kernwaffentests in 2016. Insgesamt steigt damit die Zahl auf 6 Kernwaffentests, die Nordkorea seit 2006 durchgeführt hat. Wir haben zurzeit fortgesetzte Aktivitäten auf dem Kernwaffentestgelände. Beobachter gehen davon aus, dass ein weiterer Kernwaffentest wohl möglicherweise ebenfalls kurz bevorsteht. Was man aus japanischen und südkoreanischen Quellen entnehmen konnte, ist, dass auch Teile der Bevölkerung Pyongyangs bereits evakuiert worden sind in den letzten Wochen. Anscheinend ist in der nordkoreanischen Führung die Perzeption vorherrschend, dass durchaus hier eine Situation entstanden ist, die man nicht mehr ganz so einfach kontrollieren kann und die durchaus das Eskalationspotenzial hat, was auch George Friedman hier beschreibt. Und natürlich droht Nordkorea gegen jedwede Art von äußerer Gewaltanwendung auf nordkoreanischem Territorium oder gegen nordkoreanische Infrastruktur und Personen mit nuklearer Vergeltung. Man behauptet von sich, ein Nuklearwaffenstaat zu sein und diese Nuklearwaffen im Zweifel auch als Abschreckungsmaßnahme einzusetzen, beziehungsweise, wenn Abschreckung versagt, dann diese Abschreckung auch umzusetzen. Die Lage spitzt sich zu. Wir haben 2 Akteure, die gerade dabei sind, Drohkulissen gegeneinander aufzubauen. Und das ist bei weitem nicht unproblematisch. Worum geht es den beiden Akteuren? Hier auf der einen Seite Nordkorea. Pyongyang strebt seit ungefähr Mitte der 1970er Jahren nach einer nuklearen Kapazität. Nordkorea ist in der zweifelhaft vorteilhaften Position, dass es sowohl Plutonium als auch Uran als Ausgangsmaterial für den Bombenbau hat. Da ist es bei weitem eine vorteilhaftere Situation, wie zum Beispiel der Iran, der hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich auf Uran setzen musste. 6 Kernwaffentests, was ebenso bedenklich ist, dass Nordkorea seine Trägersysteme kontinuierlich fortentwickelt. Wir haben mittlerweile gesehen, dass Nordkorea von sich behauptet, Raketen von einem U-Boot abschießen zu können. Wir haben eine sehr, sehr starke Testaktivität im Bereich der Kurz- und Mittelstreckenraketen. Und man darf auch nicht vergessen, dass Nordkorea in 2012 einen, wenn auch kleinen Satelliten ins All geschossen hat. Eine Leistung, die bisher nur wenigen Staaten gelungen ist. Und diese ballistischen Raketen eignen sich natürlich auch, um Gefechtsköpfe über weite Strecken zu transportieren und so zum Einsatz zu bringen. Fraglich bleibt aber noch, wenn es um die nordkoreanische nukleare Kapazität geht, ob Nordkorea bereits ein fertiges Waffendesign hat. Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass Sie einen relativ großen atomaren Sprengkörper haben. Um den Ganzen als Waffe einsetzen zu können, müssen Sie den so formen, dass er entweder in eine aerodynamische Bombe passt oder auf die Spitze einer Rakete montiert werden kann. Der muss ein gewisses Gewicht haben und da scheinen sich noch einige Probleme zu ergeben, oder beziehungsweise Nordkorea hat noch nicht gezeigt, dass es über diese Fähigkeiten verfügt. Ebenso behauptet Nordkorea, dass es bereits ein boostedes Design, eine Wasserstoffbombe getestet hat, was auch ein großer Fortschritt wäre im technischen und wissenschaftlichen Bereich. Aber auch hier sind sich die Experten eher skeptisch einig, dass diese Fähigkeit ebenfalls von Nordkorea noch nicht gezeigt worden ist. Auf der anderen Seite sehen wir die USA, die neben einem Kerninteresse an Frieden und Stabilität in der Region aufgrund ihrer starken wirtschaftlichen Vernetzung auch ein Interesse haben, die koreanische Halbinsel nuklearwaffen freizuhalten. Das ist erklärtes Ziel von US-Korea-Politik ungefähr seit dem Ende des Kalten Krieges, seit 1994 mit der ersten Koreakrise auf der koreanischen Halbinsel, auf der ersten Nuklearkrise auf der koreanischen
koreanischen Halbinsel dieses nordkoreanische Nuklearwaffenpotenzial zutage getreten ist. Dementsprechend ist das Ziel, die nukleare Abrüstung Nordkoreas herbeizuführen, unter anderem deshalb, weil die USA befürchten, dass es mit einer Nuklearmacht Nordkorea einen strategischen Dominoeffekt in der Region gibt und auch andere Staaten, wie zum Beispiel Südkorea und Japan, kurz-, mittel- oder langfristig darüber nachdenken, eigene nuklearen Kapazitäten anzuschaffen. Unter anderem deswegen, weil Trump auch diese Verbündeten in der Region mit seiner Ankündigung, dass die USA ihre regionale Ordnungsfunktion zukünftig und die Schutzfunktion gegenüber diesen beiden Staaten nicht mehr für lau bzw. kostenlos umsetzen werden, sondern dass Schutz der USA gegenüber diesen beiden Verbündeten konditioniert sein wird. Dann geht es natürlich auch darum, die Ausformulierung einer neuen Atommacht zu verhindern, um den Nichtverbreitungsvertrag, das internationale Nichtverbreitungsabkommen, was zurzeit schon erheblich geschwächt ist, weiterhin aufrechterhalten zu können. Und natürlich auch um den Schutz von US-Territorium, denn Nordkorea könnte schon bald in der Lage sein, mit Raketen, mit nuklear bestückten Raketen, das Kernland der USA zu erreichen. Das ist eine Feststellung, da sind sich die Experten relativ einig, dass Nordkorea hier auf einem sehr stringenten Weg ist. Die Marschrichtung scheint klar zu sein. Das Ziel ist, interkontinentale Raketen, die mit nuklearen Gefechtsköpfen bestückt sind und im besten Falle die USA erreichen können, um eben eine wirkungsvolle Abschreckung gegenüber den Amerikanern gewährleisten zu können. Aufgrund all auf dieser Gemengelage von Zielen und Interessen steigt zurzeit der Handlungsdruck auf die USA. Und das sieht man auch, dass Nordkorea auf einmal eine wesentlich höhere Priorität in der außenpolitischen Agenda der USA besitzt, als es noch unter voriger Administration der Fall war. Seit dem Amtsantritt von Donald Trump scheint Nordkorea und der Nuklearkonflikt ein Thema geworden zu sein, was den Präsidenten auch persönlich sehr beschäftigt. Ich habe Ihnen mal eine kleine quantitative Analyse seiner ersten Pressekonferenz mitgebracht. Trump kam ungefragt, proaktiv, ungefähr 5-mal in seiner ersten Pressekonferenz als US-Präsident im Weißen Haus auf Nordkorea zu sprechen, auf den Nuklearkonflikt, wohingegen Europa mit 0 Nennungen, der islamische Staat in Syrien und im Irak mit 2 Nennungen und Iran eher eine untergeordnete Rolle eingenommen haben, beziehungsweise darauf wurde Trump auch dezidiert angesprochen. Was man aber bei der Bearbeitung des Problems, des Konflikts durch die neue Administration feststellen kann, ist, dass hier eine problematische Gemengelage entsteht aus starken Ankündigungen. Ich habe Ihnen den Tweet mitgebracht, in dem Trump festhält, dass Nordkorea, wo wir in der Neujahrsrede von Kim Jong-un, dem zurzeit Staatschef und obersten Führer der Volksrepublik Korea, angekündigt, Nordkorea kurz davor ist, in the final stages, eine Kapazität zu entwickeln, die nuklear auch die USA erreichen würde. Hier sagt Trump ganz klar, das wird nicht passieren. Die Frage ist für uns Beobachter, was hat er vor? Hat er wirklich einen Plan? Hat er eine Strategie, um dieses Ziel zu erreichen, nämlich Nordkorea von der Ausformierung seiner nuklearen Kapazitäten abzuhalten, beziehungsweise die Nuklearisierung Nordkoreas zu reversieren. Dann, was ich auch als sehr problematisch ansehe, ist die Kommunikation, die wir zurzeit aus der Administration sehen. Vielleicht erinnern Sie sich noch, als vom Pressesprecher des Weißen Hauses Spicer angekündigt worden ist, man würde den Flugzeugträgerverband nach Nordkorea verlegen. Das scheint ja so einen kleinen anderen Twist gehabt zu haben, dass der erst nach Australien gefahren ist, um dort an der Übung teilzunehmen und dann erst seine Position verändert hat. Aber in Pyongyang, müssen Sie sich vorstellen, besetzen Sie in die Lage, die USA entsenden einen Kampfverband in die Gewässer vor ihrer Haustür. Da steigt natürlich dann auch die Unsicherheit und dementsprechend hat Pyongyang sich dann auch dazu genötigt gesehen, ein Zeichen der Stärke zu setzen. Ja, was, glaube ich, auch sehr gut zeigt, dass Trump sehr ideenlos an diesem Problem herumlaboriert ist, dass er immer noch davon ausgeht, dass alle Optionen auf dem Tisch sind und dementsprechend auch eine militärische Lösung des Konflikts oder ein militärisches Vorgehen gegen Nordkorea nicht ausschließt.
Das wiederum sorgt dafür, dass Pyongyang, wie gesagt, Stärke zeigt und trägt somit insgesamt nicht zur Entspannung der Gesamtlage bei. Ja, warum strebt Nordkorea eigentlich nach Kernwaffen? Da habe ich Ihnen die Ergebnisse einer Studie mitgebracht, die ich vor kurzem durchgeführt habe, die noch nicht veröffentlicht ist, das ist also ganz exklusiv hier für Sie, und habe mich gefragt, was motiviert das nordkoreanische Regime nach diesen Nuklearwaffen zu streben. Und Sie sehen 5 Motive insgesamt. Einmal Abschreckung wegen Aggression nach außen, das Gleichgewicht des Schreckens aufrechterhalten. Dann ist Nuklearwaffen spielen auch eine wichtige Funktion bei der Sicherstellung der dynastischen Herrschaftsfolge der Kim-Familie. Sie sind auch ein materialisierter Beweis für die nordkoreanische Staatsideologie, die Juche-Ideologie, die sehr auf Autarkie und Autonomie in allen Bereichen des öffentlichen Lebens setzt, dementsprechend auch Verteidigung. Und hier ist eine eigenentwickelte Waffe, mit der die Führung ihr System eigenständig und ohne von anderen Akteuren abhängig zu sein, gegenüber starken internationalen Akteuren schützen kann, natürlich ein starker Beweis, dass diese Ideologie richtig ist. Das sind die Motive, die immer noch kontinuierlich wirken, die vor allem auch für die ursprüngliche Entscheidung unter Kim Il-sung ausschlaggebend waren, nach den Nuklearwaffen zu streben. Auf der anderen Seite haben wir noch Motive, die Nordkorea erst im Laufe der Zeit adaptiert hat, beziehungsweise gelernt hat, dass es durch das Nuklearwaffenprogramm auch andere Motive saturieren kann. So haben Nuklearwaffen oder das nordkoreanische Nuklearwaffenprogramm eine Funktion als Bargaining Chip, als Verhandlungsmasse, als Gegenstand im Rahmen von bilateralen Verhandlungen mit den USA gespielt. Und hier konnte Nordkorea mit relativ geringen Zugeständnissen auf seiner Seite vitale Lebensmittel, Rohöl und Düngerlieferungen von Seiten der USA und anderer internationaler Akteure kassieren und so interne Engpässe überbrücken. Andererseits hat das Motiv seine Gewichtigkeit mittlerweile so ein bisschen verloren. Das liegt einerseits daran, dass sich die interne Versorgungslage in Nordkorea stabilisiert hat, andererseits aber auch, dass Nuklearwaffen sehr stark mit dem Status, mit dem internationalen Status Nordkoreas verknüpft worden sind. Heute, seit 2013, ist die Vorbedingung Pyongyangs für Verhandlungen über das nordkoreanische Nuklearwaffenprogramm die Anerkennung als Nuklearmacht. Und es zeigt die Statuskomponente Nuklearwaffen oder diese nukleare Kapazität ist das einzige Feld, der einzige Marker, wo Nordkorea als relativ rückständiges und abgeschottetes Land auf Augenhöhe mit den anderen Nuklearmächten in der Welt agieren kann und vor allem einen höheren Status als Südkorea hat. Sie wissen ja alle, jenseits der DMZ ist eine hochentwickelte Gesellschaft, eine pluralistisch-demokratische Gesellschaft, die starkes Wirtschaftswachstum hatte. Auf der anderen Seite im Norden sehen Sie, dass die Menschen mehr oder weniger in den 70er Jahren hängen geblieben sind, was die gesellschaftliche Entwicklung angeht. Unter anderem, weil auch dieses Land oder dieses System massiv davon abhängig war, Hilfen von der Sowjetunion und von der Volksrepublik China zu bekommen. Kommen wir zur Volksrepublik China. Scheint ein wichtiger Akteur zu sein in diesem Konflikt. Da sind sich die Experten einig. Als einziger Verbündeter Nordkoreas und als wichtigste externe Lebensader für dieses System spielt die Volksrepublik China bei der Lösung des Nuklearkonflikts und auch des Konflikts auf der koreanischen Halbinsel eine entscheidende Rolle. Die Frage ist natürlich, warum China seinen Einfluss oder seinen vermeintlichen Einfluss, seine Position der Stärke gegenüber Pyongyang nur so zaghaft ausspielen möchte und warum China den Verbündeten nicht einfach fallen lässt. Unter anderem ergeben sich für China sehr schlagende Gründe. Eins der zentralen chinesischen Interessen zurzeit ist es, das weitere Wirtschaftswachstum zu ermöglichen, um dieses System stabil zu halten, braucht die Führung in Peking ungefähr 6 bis 7% Wirtschaftswachstum im Jahr. Das funktioniert nur, wenn sie sich als chinesischer Staat mit anderen Staaten in der Region wirtschaftlich austauschen, wenn sie quasi sich gegenseitig stützen und so ein gemeinsames Wachstum ermöglichen. Und dafür braucht es Frieden und Stabilität in der Region. Dementsprechend ist ein Dauerkrisenherd Nordkorea einfach nicht im chinesischen Interesse, aber leider hat Peking noch keinen Weg gefunden, wie es seinem eigenen Nordkorea-Dilemma entgehen kann. Auf der einen Seite ist China die Schutzmacht Nordkoreas, formeller Verbündeter. Auf der anderen Seite
spielt China aber auch eine Rolle als Sanktionsmacht. Das Image Chinas in der Welt ist durch diese, ich nenne es im Aufsatz Relationship without Love, stark angeschlagen. Immer wenn Nordkorea, und das hat auch Trump gerne thematisiert, immer wenn Nordkorea testet, wenn eine Krise vom Zaun bricht, dann fällt es natürlich auch auf China zurück. Warum können sie ihren Verbündeten nicht enger an die Leine nehmen? Aber das funktioniert leider nicht ganz so einfach, unter anderem auch nicht ganz so einfach, wie Trump sich das vorgestellt hat, dass China dieses Problem im Rahmen eines Telefonats oder eines Treffens lösen könnte. Für China spielt eine ganz entscheidende Rolle, dass es die Implosion Nordkoreas verhindern möchte, dass es kein Hard Landing gibt dieses Systems, weil da befürchtet China, dass in den Norden nicht nur eine große Menge an Nordkoreanern als Flüchtlinge kommen, sondern auch bewaffnete Nordkoreaner, die den Streitkräften dienen, nach China flüchten und dort in diesen nördlichen Provinzen dann als Unsicherheitsfaktor agieren. Und vor allem für Peking steht auch die Frage im Spiel, was kommt danach? Sie wissen ja bestimmt alle, dass als zum letzten Mal amerikanische Truppen am Yado-Fluss standen, an der Grenze zwischen China und Nordkorea, dass sich hier China im Koreakrieg dann zu einem sehr, sehr massiven und mit großen Opfern verbundenen Eingreifen gezwungen gesehen hat, um eben die Sicherheit seiner nördlichen Provinzen gewährleisten zu können. Und hier unter einem vereinten Korea oder südkoreanischer Führung wäre dann die Frage zu klären, werden die Amerikaner weiterhin einen militärischen Footprint auf dieser Halbinsel haben. Solange das nicht geklärt ist, scheint China man muddelt sich weiter durchs Tagesgeschäft und man sorgt dafür, dass eine minimale Stabilität des nordkoreanischen Systems weiterhin aufrechterhalten wird. Ja, was können die Weltordnungsmacht und regionale Vormacht der USA tun, um den Konflikt jetzt in den nächsten 4 oder 8 Jahren anzugehen? Man kann den Ansatz der Vorgängerregierung fortführen, das war die Politik des strategischen Abwarten, des konditionierten Engagements. Hier setzt man darauf, dass entweder Nordkorea auf die USA zukommt, Zugeständnisse im Nuklearkonflikt macht oder dass das System von sich zusammenbricht und so die Lösung des Konflikts quasi von selbst ergeht. Das scheint mir momentan keine viable Option zu sein, unter anderem, weil es die Gefahr der Proliferation gibt. Nordkorea könnte versuchen, zur Devisenakquise, spaltbares Material oder technologisches Wissen ans Ausland oder an nichtstaatliche Akteure zu verkaufen. Diese Gefahr darf man nicht unterschätzen, die ist vorhanden. Und die andere Geschichte ist, dieses Warten auf den Zusammenbruch Nordkoreas scheint mir auch so ein bisschen problematisch, weil dieses System von Experten und Beobachtern immer mal wieder totgesagt worden ist. Und bisher erfreut es sich weiterhin an seiner fortgesetzten Existenz. Ein eingeführter Familienbetrieb, mittlerweile in 3. Generation. Und ich glaube, auch wenn ich mich da vielleicht täuschen könnte, dass wir mit Nordkorea noch einige Zeit uns beschäftigen müssen. Sollte man China stärker ins Boot holen, das wäre natürlich eine sehr vernünftige Option, unter anderem, weil China eben doch Einfluss in Pyongyang hat, wenn ja auch begrenzt ist, ist Einfluss da. Und China als Verbündeter könnte natürlich auch versuchen, Nordkorea zu öffnen, das chinesische Entwicklungsmodell auch dort populär zu machen und so dieses Nordkorea, das sich zurzeit so massiv von der Außenwelt abschottet, in diese aufstrebende Welt hier in Asien sowohl wirtschaftlich als auch politisch als auch sozial versucht einzubinden. Leider hält das chinesische Nordkorea-Dilemma unvermittelt weiter an. Wir sehen kein Easing des Drucks auf China. Zudem sehen wir gleichzeitig einen großen Konflikt zurzeit in Asien heraufziehen, nämlich den Ordnungskonflikt zwischen dem Aufsteiger China und dem aktuellen Hegemon USA. Und vor dem Hintergrund von wachsenden chinesischen Spannungen halte ich auch ein im amerikanischen Interesse ausfallendes Engagement der Volksrepublik in diesem Konflikt nicht unbedingt für wahrscheinlich. Eine militärische Intervention, ich habe es gesagt, bei Trump scheinen alle Optionen weiterhin auf dem Tisch zu liegen. Eine militärische Intervention halte ich für die schlechteste aller verfügbaren Möglichkeiten. Wenn Sie sich die Lage anschauen, dann ist Seoul quasi von konventioneller, biologischer und chemischer
hohe Artillerie und Raketen der Nordkoreaner in einer Art Geiselhaft gehalten. In Seoul leben 25 Millionen Menschen. Sollte es zu Kampfhandlungen auf der koreanischen Halbinsel kommen, bestehen für das nordkoreanische Regime große Anreize, ihr vorhandenes Arsenal abzuschließen, um die USA zu einem Waffenstillstand oder zu einer Einstellung der Kampfhandlungen an einem relativ frühen Zeitpunkt zu bewegen. Für das nordkoreanische Regime geht es dann eben um alles oder nichts. Da wird es problematisch, auf eine Verhältnismäßigkeit zu setzen. Und dieses Spiel mit dem Feuer sollte der neue amerikanische Präsident tunlichst vermeiden. Es ist egal, ob es quasi ein relativ limitierter Schlag gegen das Raketentestgelände ist oder ein Schlag gegen Pyongyang selber, gegen die Führung. Jeder Einsatz militärischer Gewalt in diesem Konflikt birgt das Risiko von unintendierter Eskalation und kann nicht kontrolliert werden. Mein Vorschlag wäre, dass man weiterhin versucht zu verhandeln und als Verhandlungsangebot den Friedensvertrag ins Spiel bringt. Vielleicht wissen Sie es, zwischen Nordkorea und den Amerikanern bestehen keine diplomatischen Beziehungen und auf Seiten Nordkorea wird diese Nichtanerkennung des Systems Nordkorea als Gleichsetzung mit seiner Illegitimität verstanden. Wenn Sie wollen, dass Sie das Motiv der Regimesicherheit adressieren, was ja auch ein ganz starkes Motiv hinter dem Nuklearwaffenprogramm ist, dann müssen Sie schauen, dass Sie die Legitimität dieses Systems, zumindest die jure, anerkennen. Und das könnte mit Verhandlungen über einen Friedensvertrag, mit dem der Kriegszustand, der ja seit 1950 zwischen den beiden Staaten anhält, und so beendet werden könnte. Es könnte sich auch positiv auf eine Stabilisierung der bilateralen Beziehungen auswirken und dementsprechend dann schlussendlich in der formalen Anerkennung der DVRK, der Demokratischen Volksrepublik Korea, durch Washington enden, was natürlich schon einen guten Impuls setzen könnte, um auch beim Nuklearkonflikt auf eine bessere Position zu bekommen. Ich glaube, dass sozusagen ein realistisches Verhandlungsziel der USA darin liegen könnte, ein Einfrieren des nordkoreanischen Nuklearwaffenprogramms auf dem gegenwärtigen Stand zu erreichen. Ja, Fazit. Die aktuelle Lage mit der beidseitigen Kräfteaufschaukelung ist durchaus bedrohlich und enthält ein hohes Eskalationspotenzial. Beide Seiten schieben diese Spirale der Eskalation durch den Aufbau dieser Drohkulisse, durch militärische Manöver weiter an. Und um diesen problematischen Kreislauf aufzubrechen, bräuchte es einen neuen Impuls. Und das würde voraussetzen, dass sich die USA in ihrer Nordkorea-Politik neu orientieren, strategisch neu aufstellen. Der Impuls könnte ein Friedensvertrag sein, der de facto kostet der nichts. Das Einzige, was es bedeuten würde, wäre, dass die USA über einen langen Schatten der diplomatischen Konvention springen müssten im Umgang mit diesem Regime und gleichzeitig eine massive Statusaufwertung für das nordkoreanische Regime zulassen. Wenn Sie sich nochmal erinnern an die Motive, Status war ein starkes Motiv. Eine formale Anerkennung würde bedeuten, dass man dieses Regime als legitimer Teil der internationalen Gesellschaft oder der Gemeinschaft mit Staaten anerkennt, dass man diplomatische Beziehungen aufnimmt und die Statusaufwertung würde sich auch nochmal positiv ausweiten. Ich kann es nur nochmal betonen, dass eine militärische Lösung wirklich die allerschlechteste ist, die wir sehen, denn dadurch ergeben sich Impulse, die weder die USA noch Nordkorea wirklich in der Lage sind zu kontrollieren. Es könnte sehr, sehr schnell in einer Situation ausufern, die jenseits der koreanischen Halbinsel auch die ganze Region in Mitleidenschaft ziehen würde und indirekt auch uns hier in Europa treffen würde, weil wir sind immer mehr abhängig von Frieden und Stabilität in dieser Region Ostasien. Herzlichen Dank. Und wir werden gleich noch die Möglichkeit haben und auch die Zeit haben, die genannten Optionen zu diskutieren, ausführlich. Nun möchte ich aber direkt zum zweiten Redner dieses Abends überleiten, zu Myungjin Moon aus Südkorea. Wir kommen jetzt von dem großen
Bild und dem Überblick zu einer ganz persönlichen Geschichte. Und ich denke, viele von Ihnen sind auch genau wegen dieser persönlichen Geschichte gekommen. Myungjin Moon verweigerte im Jahr 2010 den Kriegsdienst und war infolgedessen 15 Monate inhaftiert. Er ist kein Einzelfall, muss man dazu sagen. Derzeit, in diesem Moment, sind etwa 400 Kriegsdienstverweigerer in Südkorea in Haft. Aber sein Fall wurde von Amnesty International aufgegriffen. Er ist aktiv in Seoul, in der dort ansässigen Organisation Hält, auch War, die sich für Gewaltfreiheit und Kriegsdienstverweigerung einsetzt und hat jetzt schon einige Stationen in Deutschland hinter sich, wo er seine Geschichte erzählt hat. Und wir freuen uns, ihn heute Abend hier in Köln zu haben. Der Vortrag von Myungjin Moon wird durch Miriam Sogino ins Deutsche verdolmetscht. Auch ganz herzlichen Dank an der Stelle schon. Und jetzt darf ich überleiten zu Myungjin Moon. Guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein. Before I start, I have to say thank you for the interpreting while he was speaking, so that I can make some bridge to this discussion, possibly. Ja, bevor ich anfange, möchte ich mich noch einmal für die Verdolmetschung bedanken. Ich werde vielleicht auch noch auf ein paar Punkte aus der Präsentation eben eingehen. I start. And I also have to say that I feel not confident in English, so what I did was I write in English, and somebody helped, Rudy from Connection, helped me to have a German script. So mostly I will read, so please understand me. Ja, ich bin der englischen Sprache, im Englischen ein bisschen unsicher, deswegen habe ich das Skript vorgeschrieben und werde hauptsächlich ablesen. Yeah, I wish I could speak German. Wäre natürlich schön, wenn ich Deutsch sprechen könnte. Okay, let me start. I'm here to tell you about the issue around conscientious objection in South Korea, as a CEO myself, as he maybe described. And I declared my conscientious objection in 2010, and I've been involved in this movement as a member of War Without War, a peace organization based in Seoul. Ja, also ich bin hier, um über das Thema Kriegsdienstverweigerung in Südkorea zu sprechen. Ich bin selbst ein Kriegsdienstverweigerer. Ich habe im Jahr 2010 meine Kriegsdienstverweigerung erklärt und ich bin auch aktiv in der Kriegsdienstverweigerungsbewegung World Without War oder eine Art Friedensorganisation in Südkorea. And before moving on, I'd like to speak a little bit about the militarization in South Korea as a background to our story. Ja, bevor ich weiterspreche, möchte ich euch einen kurzen Hintergrund oder eine Einführung über die Situation in Südkorea geben, einiges zur Militarisierung sagen, als Hintergrund sozusagen zu diesem Thema. And I'd like to say that militarism in South Korea originates from prolonged division system and the military dictatorship. Der Militarismus in Südkorea rührt aus einer langwährenden Teilung des Landes und einer Diktatur. And in a divided country with the experience of a war, the military and the national defense were considered as the imperative, which are directly linked to the survival of the country. And in our history, those who were in power took the advantage of this situation to maintain their power. And the military regime, which took the power by military coup, strengthened the military in an attempt to establish its legitimacy. Ja, in einem geteilten Land mit der Erfahrung eines Krieges wird das Militär und die nationale Verteidigung als eine unbedingte Notwendigkeit angesehen, die direkt damit verbunden ist, das Überleben des Landes zu sichern. Und in unserer Geschichte haben die Herrschenden diese Situation benutzt, um ihre Macht aufrechtzuerhalten.
Das Militärregime, das die Macht durch den Putsch im Jahr 1961 übernahm, stärkte das Militär mit dem Versuch, dessen Legitimität zu etablieren. And after democratization, relationship between North and South Korea went up and down, depending on which political party took the office, the government. Nach der Demokratisierung wurde die Beziehung zwischen Nord- und Südkorea mal besser, mal schlechter, abhängig von der politischen Partei, die gerade an der Macht war. But regardless of their ideological stance, politicians regard national security as very sacred, untouchable issue. For example, the new administration, which is considered to be progressive, had claimed that they will significantly raise defense budget in order to cope with the threat from North Korea during their election campaign. Unabhängig von dem jeweiligen ideologischen Hintergrund sehen aber alle Politiker die nationale Sicherheit als heilig und unantastbar an. So hat zum Beispiel die neue Regierung, die als fortschrittlich angesehen wird, im Wahlkampf erklärt, dass sie den Verteidigungsetat ganz erheblich erhöhen wird, um den Bedrohungen durch Nordkorea zu begegnen. And I'd like to show you one example that you can have some glimpse of how militarism is permeated into daily lives, and it would be to see what is being done in South Korean school. Ja, ich habe ein Beispiel mitgebracht, das ganz deutlich illustrieren soll, wie die Militarisierung in Korea stattfindet, und das zeigt das, was in den koreanischen Schulen passiert. As you see, framed national flags are hanged in every classroom, and students learn military terms like attention and ab.bis in their weekly gathering. And in the gathering, students are ordered to stand at attention and salute to the national flag like this and sing the national anthem together. Wie man hier auf den Bildern sieht, hängt in jeder Klasse eine Nationalflagge eingerahmt, und die Schülerinnen lernen jede Woche in Versammlungen stramm stillzustehen und sich wieder zu rühren. Ihnen wird dann befohlen, der Nationalflagge zu salutieren und die Nationalhymne zu singen, wie man das hier auf dem Bild sieht. So in this militarized society or state, refusing to serve for the sacred duty of national defense was a huge scandal. Ja, man kann sich also vorstellen, dass in so einem Staat die Kriegsdienstverweigerung ein riesengroßer Skandal ist. Now let me give you a quick brief of conscientious objection in South Korea. Ja, jetzt ein kurzer Überblick zur Kriegsdienstverweigerung in Südkorea. And as South Korea does not recognize the right to conscientious objection, CEOs are prosecuted and punished under the Military Service Act. At the moment, there are roughly 400 CEOs in prison, and based on a figure in 2013, the number of imprisoned CEOs in Korea represented about 95% of CEO prisoners in the world. And if you add up the number of CEOs in prison since 1945, when the Korea was liberated, then it goes to nearly 20,000. Ja, die Kriegsdienstverweigerung wird in Südkorea nicht anerkannt. Kriegsdienstverweigerer werden verfolgt und nach dem Militärstrafgesetz verurteilt. Derzeit sind etwa 400 Kriegsdienstverweigerer inhaftiert, und nach Zahlen aus dem Jahr 2013 sind etwa 95% aller inhaftierten Kriegsdienstverweigerer der Welt in Südkorea. Seit 1945 wurden insgesamt etwa 20.000 Verweigerer verhaftet. And there's no non-military alternative service to military service or a military service without military exercise. Thus, if someone does not want to be a soldier, the person has no option but to be subject to a punishment. And at the moment, the failure to fulfill military service is punished by prison sentence for 18 months under the Military Service Act or Military Penal Code. And 18 months is a minimum period of imprisonment, which can avoid future conscription. Also es gibt keine nicht militärischen Alternativen.
Und auch keinen Militärdienst ohne Grundausbildung. Wenn dafür jemand kein Soldat sein will, dann ist die einzige Wahl, sich einer Bestrafung auszusetzen. Im Moment wird die Nichtbefolgung des Militärdienstes nach dem Militärgesetz oder dem Militärstrafgesetzbuch mit einer Gefängnisstrafe von 18 Monaten, also 1,5 Jahren, bestraft. Und dieses Strafmaß ist das Minimum, um nicht erneut einberufen zu werden. In the past, most of the SEALs were Jehovah's Witnesses, and they still take up the largest portion of the SEALs in Korea. Then, at the end of 2001, Buddhist and peace activist Oh Tae-yang publicly announced his will to refuse military service. After this, many SEALs with various backgrounds, including religions, pacifism, ecology, objection to dispatch of troops to Iraq, or sexual orientation, and etc. appear to the society. In der Vergangenheit waren die meisten Kriegsdienstverweigerer von den Zeugen Jehovas und auch heute stellen sie den größten Teil der Verweigerer. Ende 2001 erklärte dann ein Buddhist und Friedensaktivist, Oh Tae-yang, öffentlich, dass er die Ableistung des Militärdienstes verweigern werde. Danach tauchten dann immer mehr Kriegsdienstverweigerer mit ganz unterschiedlichen Hintergründen in der Öffentlichkeit auf, die ihre Verweigerung zum Beispiel religiös oder pazifistisch, ökologisch begründeten oder eben auch sagten, sie machen das aus Protest gegen die Entsendung von Truppen in den Irak oder aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. And as many political SEALs began to appear to the society, the public attitude to this issue began to change from a matter of one certain religion to a peace and a human rights issue. Dadurch, dass jetzt immer mehr Kriegsdienstverweigerer mit unterschiedlichen Hintergründen außerhalb der religiösen in der Öffentlichkeit auftauchen, hat sich auch die öffentliche Wahrnehmung dieses Themas verändert und ist hingegangen zu einem Thema der allgemeinen Menschenrechte und des Friedens. And now I'd like to share some recent developments in Korea. Jetzt möchte ich über neueste Entwicklungen in dem Bereich der Kriegsdienstverweigerung in Korea sprechen. In recent 3 years alone, there were 21 cases of not guilty rulings, 3 of which were rulings from the appeal court for the first time, and also constitutional challenge on legal provision that provides the grounds for punishment of the seal is currently being reviewed at the Constitutional Court. This is the third time the court is delivering the case within the last 15 years period. Es gibt einige ganz interessante Entwicklungen. In den letzten 3 Jahren gab es überraschend 21 Freisprüche durch Gerichte, 3-mal sogar erstmalig von einem Berufungsgericht. Es sind auch Verfahren vor dem Verfassungsgericht gerade am Laufen, um zu prüfen, ob die Regelungen gegen die Kriegsdienstverweigerer verfassungskonform sind. Es ist das 3. Mal in den letzten 15 Jahren, dass sich das Verfassungsgericht jetzt damit befasst. And the newly elected president in Korea had clearly stated that he intends to end the punishment of SEALs by introducing alternative service. And now the question for us is, when can you expect such changes and what kind of alternative service it would be? But still I can say it is in a good direction. Auch der neu gewählte Präsident hat im Wahlkampf schon erklärt, dass er die Strafverfolgung von Kriegsdienstverweigerern beenden und einen alternativen Dienst einführen will. Für uns stellt sich jetzt die Frage, wann es Änderungen geben wird und wie ein alternativer Dienst konkret aussehen wird, aber es bewegt sich schon mal in die richtige Richtung. Okay, now I'm going to tell you some of my own stories. Ja, jetzt geht es um meine Geschichte und meine Gründe für die Kriegsdienstverweigerung. Okay, this one is from when I was reading my declaration in front of the Ministry of Defense in Seoul in 2010. And it was the very day that I was supposed to enlist. Auf diesem Bild sieht man mich im Jahr 2010, als ich vor dem Verteidigungsministerium meine Kriegsdienstverweigerung erkläre. Das war genau der Tag, an dem ich auch einberufen wurde. And to explain the moment when I first thought of myself serving for the Korean Army, I'd like to refer to this event.
I joined the demonstration against the government's decision to send Korean troops to Iraq, and after experiencing the violence of the police who tracked down all the people in the street, I first thought about what the state, the armed forces and war is for. Ja, um jetzt zu erklären, wann ich das erste Mal über den Dienst in der koreanischen Armee wirklich nachgedacht habe, möchte ich mich auf dieses Bild hier beziehen. Ich ging zu einer Demonstration, die sich gegen die Entscheidung der Regierung band, koreanische Truppen in den Irak zu schicken. Nachdem ich dort erlebte, wie Polizisten mit Gewalt die Demonstration zerschlugen, habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht, wofür Staat, Armee und Krieg eigentlich stehen. And I came to have further thoughts on my conscientious objection while engaged in the protest against the expansion of a US military base in Pyeongtaek, Korea in 2006. At that time, the villagers just wanted to spend their lives where they grown up, but instead the government this time mobilized not only the police but also the armed forces to evict all of them. Ja, meine Gedanken zur Kriegsdienstverweigerung wurden dann klarer und fester, als ich mich an den Protesten gegen die Ausweitung der US-Militärbasis in Pyeongtaek im Jahr 2006 beteiligte. Die Menschen, die dort lebten, wollten einfach ihr Leben führen und das Land bestellen, auf dem sie aufwuchsen. Stattdessen mobilisierte die Regierung nicht nur die Aufstandspolizei, sondern auch die Armee, um sie gewaltsam von dort zu vertreiben. And they say the army exists to protect its own people against the enemy, maybe normally the North Korea, but this time what I witnessed was that the enemy could be me if I wouldn't agree with the authority. Ja, sie sagen, dass die Armee dazu da ist, die Bevölkerung gegen den Feind zu beschützen, normalerweise Nordkorea. Ich habe aber jetzt selbst erlebt, dass auch ich der Feind sein könnte, nur weil ich nicht mit der Regierung einverstanden war. And it was much clearer to me that I can't become a soldier whose role I think is basically to obey the state even when the order is not legitimate. Ja, und es wurde mir klar, dass ich kein Soldat sein konnte. Denn die Rolle eines Soldaten ist es, vor allem dem Staat zu gehorchen, selbst wenn der Befehl überhaupt nicht legitim ist. And these photos are from when I had 4 weeks of practice teaching in a primary school in 2010. And I still remember the moments when I felt I was fully loved and accepted by the students. And also the moments when I committed myself truly to unconditional relationship with them. Pedagogy that I studied in my university years raised some questions like what education is for. And after having experienced these moments, I came to conclude that one important aim of education is to learn how to love each other. But when I think of myself being a soldier, it just means I've got to learn how you see others not as human beings, to hate each other and to be able to shut a gun in the end. Ja, auf diesen Bildern sieht man mich bei einem Praktikum im Jahr 2010, das ich in einer Grundschule gemacht habe. Und ich erinnere mich noch sehr gut an den Moment und wie ich gemerkt habe, dass ich von den Schülern wirklich akzeptiert und geliebt wurde. Und dass es mir wirklich möglich war, mit ihnen respektvolle Beziehungen aufzunehmen. Ich habe Pädagogik studiert und dieses Studium warf für mich einige Fragen auf. Wofür dient die Erziehung und Ausbildung? Was bedeutet es, mit Kindern zu arbeiten? Und mir wurde bewusst, dass es für mich bedeutet, zu lernen, sich gegenseitig zu lieben und zu achten. Und wenn ich daran denke, Soldat zu sein, dann bedeutet das für mich, zu lernen, andere Menschen gerade nicht als Menschen zu sehen und sich gegenseitig zu hassen und am Ende mit einer Waffe aufeinander zu zielen. And the armed conflict between North and South Korea became again the hot issue when I was preparing for my declaration in 2010. And while the South Korean government was asserting its toughest stance against North, what the government was doing was just to take the most advantage of the situation as an excuse for spending more buying arms. So I wrote in my declarations like this. Der bewaffnete Konflikt zwischen Nordkorea und Südkorea war ein sehr heißes Thema, als ich meine Erklärung vorbereitete.
Während die südkoreanische Regierung erklärte, dass es gelte, robuster gegen den Norden oder gegenüber dem Norden aufzutreten und sich beeilte, von der Situation zu profitieren und diese als Ausrede zu benutzen, um mehr Geld für den Kauf von Waffen einzusetzen, habe ich das Folgende geschrieben. No one being deserves to be killed. Both South Korea and the surrounding countries should stop playing the game of spending more and more on war expenditure. It is only a few in the ruling class and the munitions industry who take advantage of constantly waging hostility and increasing armament expenditure. My conscientious objection is both the least and the best stance that I can take against this vicious circle of violence. Niemand verdient es, getötet zu werden. Südkorea, wie auch die Länder, die das Land umgebenden Staaten, sollen damit aufhören, ein Spiel zu spielen und immer mehr für den Krieg auszugeben. Nur wenige aus der herrschenden Klasse und der Rüstungsindustrie profitieren von den ständigen Feindseligkeiten und den wachsenden Ausgaben für Waffen. Meine Kriegsdienstverweigerung ist beides, die letzte und die beste Haltung, die ich gegen den Teufelskreis der Gewalt einnehmen kann. Now, some stories about experience in jail, shortly. Ja, jetzt möchte ich kurz ein paar Geschichten über meine Erfahrungen im Gefängnis erzählen. Here you see this picture is most recently built. Is from the recently built one, the jails. And in my case, I once stayed with 15 cellmates in the same cell for a couple of months. And I thought, however decent and newly built they are, it is basically a place where you cannot decide anything on your own, and sometimes you have to say sorry to the boss, even when you don't do anything you feel sorry about. Ja, das Gefängnis, was hier gezeigt wird, wurde erst vor kurzem gebaut. Ich selbst war mehrere Monate in einer Zelle gemeinsam mit 15 weiteren Gefangenen inhaftiert. Also das war keineswegs so komfortabel, wie es hier aussieht. Aber ganz wie neu ein Gefängnis auch sein mag, der entscheidende Punkt ist, dass man nichts selbst entscheiden kann. Und du musst dich manchmal bei den Wächtern für Dinge entschuldigen, für die du dich selbst in keinster Weise schuldig fühlst. And life in jail wasn't always bad, like as our life is, and I had some good memories there too. But the most challenging moment in jail was when I was feeling helplessness. Seeing myself obeying the rules in jail in the hopes of parole was a shameful experience, and especially because of the irony that I was imprisoned in the first place for refusing to be an obedient soldier. Das Leben im Gefängnis war nicht immer schlecht und ich habe auch einige gute Erinnerungen daran. Aber der schwierigste Moment war wohl der, als ich realisierte, wie hilflos und ausgeliefert ich war. Und mich selbst dabei zu sehen, wie ich die Regeln im Gefängnis befolgte, mit der Hoffnung auf Bewährung, das war beschämend, ganz besonders, weil ich doch in erster Linie im Gefängnis war, um nicht ein gehorsamer Soldat zu werden. And then after release, I struggled to deal with some feelings of helplessness, the feelings that struck me whenever I think of the moment I gave in to the authority in jail. And when I by chance came across the Brace poem, Heed the Irrelevant, I felt like it's meant to describe my experience in some way, the fact that I survived by being a well-behaved prisoner. Nach meiner Entlassung kämpfte ich mit verschiedenen Gefühlen, wie zum Beispiel tiefer Hilflosigkeit. Ein Gefühl, das mich immer dann überkam, wenn ich mich an den Moment erinnerte, als ich mich der Befehlsgewalt im Gefängnis fügte. Als ich dann zufällig Bertolt Brechts Gedicht Ich, der Überlebende, in die Finger bekam, hatte ich das Gefühl, dass es in gewisser Weise auch meine eigenen Erfahrungen beschreibt. Die Tatsache, dass ich überlebte, indem ich ein folgsamer Gefangener war. And every time I started to hate myself, what saved me was the letters I received from many people, especially after my case was introduced to abroad thanks to the work of Amnesty International. I got lots of support messages that helped me to keep myself focused on why I'm here. Jedes Mal, wenn mich dieses Gefühl überkam, mich selbst zu hassen,
retteten mich die Briefe, die ich aus der ganzen Welt erhielt. Insbesondere nachdem Amnesty International meinen Fall aufgriff, habe ich sehr viel Unterstützung bekommen, die mir dann dabei half, mich darauf zu besinnen, warum ich im Gefängnis war. But sometimes I felt a bit uncomfortable when I saw the phrases like, you are the true hero, or you are so brave, take this decision to be in jail. Because one reason for my objection comes from feminism. I didn't want to be seen as either brave or heroic, which I thought contributes to beliefs like it's the job of a strong man to protect weak women. Manchmal habe ich mich wirklich unwohl gefühlt, wenn ich Sätze sehe oder höre wie du bist ein wahrer Held oder du bist so mutig mit deiner Entscheidung, wo du doch deswegen ins Gefängnis musst. Denn ich habe auch aus feministischen Gründen verweigert und ich wollte nicht als mutig und heldenhaft angesehen werden, was ja mit der Auffassung verbunden wird, dass es ein Job für harte Männer ist, sich um schwache Frauen zu kümmern und sie zu schützen. Nor did I want to be seen just as a mere victim. I believe it's not a matter of fact whether you are brave enough or not to be a SEAL. Rather, it's a matter of making people think you can object military service even when you don't have good reasons or nice words to convince other people. When it's easier for a normal person to make a decision of not joining the army, it would help to weaken the culture of militarism, such as you need to do your military service to be a real man, which is very common in Korea. Ja, ich wollte auch nicht als Opfer gesehen werden, denn ich glaube, die Frage ist nicht, ob man mutig genug ist, ein Kriegsdienstverweigerer zu sein, sondern vielmehr ist es eine Frage, dass sich Menschen vorstellen können, dass man auch den Kriegsdienst verweigern kann, wenn man das nicht mit guten Gründen oder schönen Worten erklären kann oder andere davon überzeugen kann. Wenn es für ganz normale Menschen einfacher wäre, so eine Entscheidung zu treffen, dann würde das die Überzeugung der breiten Masse deutlich schwächen, die immer noch davon ausgeht, dass unser Land eine starke Armee braucht und dass man zum Militär gehen muss, um ein richtiger Mann zu sein. Here, can you see the pictures of me? It was the day I was released, and can you find how happy I was on the morning with smiles? Ja, zum Schluss möchte ich Bilder zeigen von meiner Entlassung. Ihr seht, wie ich rauskam, dass mich viele Freunde empfangen haben und man sieht auch, wie glücklich ich war. And now I'm still engaged in the campaigns of War Without War, and also I've started working in an organization called HElt, a Human Rights Education Center based in Seoul, and hoping to see there are more objectives coming out not only to military service but to all kinds of unjust system as well. I meet with various people trying to share the values I had pursued through every moment I thought about not becoming a soldier. Während ich mich weiter an der Kampagne von World Without War beteiligte, habe ich außerdem angefangen, für die Organisation DIL zu arbeiten, einem Zentrum für Menschenrechtserziehung in Seoul. Mit der Hoffnung, mehr Verweigerer zu sehen, die nicht nur den Militärdienst verweigern, sondern alle Formen eines ungerechten Systems. Treffe ich verschiedene Menschen, teile mit ihnen wichtige Werte, die mir die ganze Zeit schon bedeutsam waren. Okay, now I wanted to finish our presentation with another brief poem, which I thought shows very well what conscientious objection and non-violence is meant for. Und ich möchte meinen Beitrag mit einem anderen Gedicht von Brecht beenden, das sehr gut zeigt, was Kriegsdienstverweigerung und Gewaltfreiheit bedeuten kann. Yeah, okay, I read it in Korean though. 장군, 당신의 탱크는 강력한 철갑차요. 숲을 뭉개고 수많은 사람들을 짓이기니 말이요. 그러나 한 가지 약점이 있어. 운전자가 필요하다는 것이요. Ja, das war jetzt Koreanisch. Die Übersetzung auf Deutsch. General, dein Tank ist ein starker Wagen. Er bricht einen Wald nieder und zermalmt hunderte Menschen. Aber er hat einen Fehler. Er braucht einen Fahrer.
ganz herzlichen Dank, Myungjin Moon, und danke auch an Miriam Sugino für die Übersetzung ins Deutsche und die Verdolmetschung ins Deutsche. Vielen Dank, dass du, und ich sage jetzt einfach mal du, deine persönliche Geschichte auch geteilt hast, auch die Ängste, die Bedrückung, die damit einhergegangen ist und uns dieses Bild vermittelt hast, diesen Eindruck vermittelt hast, was es dann wirklich heißt, als Einzelner quasi schutzlos einem Staatssystem gegenüberzustehen, was einen sonst in seine Strukturen pressen würde. Ich denke, es gibt eine ganze Menge Ansatzpunkte aus beiden Vorträgen, jetzt in die Diskussion einzusteigen. Dafür haben wir viel Zeit eingeplant, also würde ich Sie und euch einfach ermutigen, wirklich loszulegen und die Fragen zu stellen. Ich werde an der Stelle dieses Startmikrofon an einen der geschätzten Techniker übergeben, sodass es auf dem Weg in den Saal sich machen kann und gleichzeitig umstellen auf dieses Mikrofon. Seid ihr darauf eingestellt, sodass wir dann mit der Frage von den Kollegen hinten gleich starten können. Dahin. Hello, thank you very much for your presentations. I have a question to our friend from South Korea. If you would now write to somebody who is imprisoned for conscious objection, what words would you choose? Because I found that I myself, I would be writing those letters to people in prison, and I have never been to prison, so I cannot really understand how it is, and if the words I take will how they will be understood. Thank you very much. Vielleicht auf Deutsch übersetzen. Also vielen Dank, ich habe eine Frage an unseren Freund aus Südkorea. Ich wollte wissen, wie er einen Brief entwerfen, schreiben würde, den er an jemanden, der in einem Gefängnis für Kriegsdienstverweigerung gerade festgehalten wird, formuliert. Weil ich selber schon mal so einen Brief verfasst habe und noch nie im Gefängnis war und deswegen nicht weiß, wie diese Worte ankommen. Danke. If you are in prison, then any letter would help, basically, to receive letter from outside. It makes you feel you are still connected, not isolated. So any letter would be welcomed, unless why are you there? Why didn't you serve the military service? Otherwise. And also thank you for your consideration of choosing which words good for verses. I think it depends. As long as you show your support and your solidarity to prisoners, then it would work. So don't worry too much about that. Ja, ich denke, wenn man im Gefängnis ist, dann ist wirklich jeder Brief, der von außen kommt, eine Unterstützung und er freut einen, denn es zeigt einem, dass man immer noch mit der Außenwelt verbunden ist, dass man nicht isoliert ist. Trotzdem vielen Dank für deine Frage und das ist wirklich sehr rücksichtsvoll, dass du überlegst, welche Worte könnte man wirklich verwenden. Ich denke, es kommt drauf an, aber ganz allgemein, ja, wie gesagt, ist jeder Brief schon eine Unterstützung. Ja, 한국말로 먼저 할게요. Ich spreche erst mal Koreanisch und nachher kann ich auch Deutsch auch mal sprechen. 병역을 반대한다는 것 자체가 자신은 결정을 하지만 주위에서, 집안에서 오는 압력이 크지 않았어요. 그걸 어떻게 하는지, 그리고 지금 뭐 400명이라고 가지고 숫자가 그렇게 많은 건 아니거든요. 대부분 다 하는 거로만 알고 그렇게 하기 때문에 일반적인 반응이 좀 어때요? 그거 좀 말이에요. Also ich möchte gerne eigentlich von Ihnen wissen, wie haben sich die
Familie und das soziale Umfeld darauf reagiert. Einzeln kann sich auch Entscheidungen treffen, aber der soziale Druck ist enorm und einfach 400 Leute momentan sitzen da, aber es ist einfach eine sehr kleine Zahl. Und deswegen möchte ich ein bisschen insgesamt der Eindruck in Korea, wie ist denn das mit Verweigerung? Okay, to answer for the first question, my parents never liked my decision, as you can imagine, because my parents wanted me to grow up as a very good son, going to university and get a good job, something like that. But once I'm in prison, then I get criminal record, and which means I can't apply for any good, decent jobs, like including big companies or civil servants. So they didn't really like it. But my friends supported me, fortunately. And to answer for the second question, you were asking about how the general or society think. Okay. Okay, also zum ersten, erstmal die Antwort auf die erste Frage. Wie hat meine Familie reagiert? Meine Eltern, ja, haben nie viel von meiner Entscheidung gehalten. Sie fanden die nicht gut. Sie wollten, dass ich als ein guter Sohn aufwachse, dass ich zur Uni gehe, studiere und dann später einen guten Job bekomme. Und ja, nachdem ich im Gefängnis war, habe ich natürlich eine Akte, wodurch ich keine guten Jobs mehr kriege. Ich kann kein Beamter mehr werden oder in eine große, gute Firma kommen. Aber meine Freunde haben mich unterstützt. And for the second question, as you may have heard, I've been around Germany for weeks in different towns and meeting many people. And what I found was, for German society to be a conscientious objection is not a weird thing in your history. That's what I found. Of course, in 70s or early 60s, they might have been treated as a weird person. I'm not sure, but here, what I found was it's very different. In Korea, if I say something, okay, even from friends from my high school days, they can't accept me, and so it's very different context from Germany, I'd say. Ja, um auf die zweite Frage zu antworten, wie so allgemein die Reaktion und die Wahrnehmung war. Ich habe ja schon gesagt, dass ich habe schon gehört, dass ich in den letzten Wochen in Deutschland auch schon rumgereist bin, in verschiedenen Städten war, viele Menschen getroffen habe, mit vielen gesprochen habe. Und was mir aufgefallen ist, dass es in der deutschen Gesellschaft auch mit Blick auf die Geschichte gar nichts Komisches oder Ungewöhnliches ist, den Kriegsdienst zu verweigern. In den 60ern oder 70ern war das vielleicht anders, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Es ist aber sehr, sehr anders als in Südkorea. Da werde ich zum Beispiel von Freunden aus Schulzeiten nicht mehr richtig akzeptiert. Ich kann das nicht so gut beschreiben, aber die Situation ist wirklich sehr anders, auch die Wahrnehmung und die Reaktion. Ralf Fuchs. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Liegl. Also mir hat natürlich die Idee, einen Friedensvertrag mit Nordkorea nach vorn zu bringen, diese Idee hat mir sehr gut gefallen. Und es scheint mir auch die einzig vernünftige Lösungsmöglichkeit für diesen Konflikt zu sein. Die Frage ist, welche Möglichkeiten sehen Sie für Deutschland oder auch für die deutsche Zivilgesellschaft, irgendeinen Beitrag dazu zu leisten, dass diese Idee mehr Rückhalt und mehr politische Verwirklichungschancen bekommen könnte? Schwierige Frage. Ich
glaube, Sie haben das sehr schön zusammengefasst, dass es eine der wenigen Möglichkeiten ist, in diesem Konflikt etwas voranzubringen, von dem beide Seiten was hätten und wo keiner einen großen Nachteil oder einen großen Preis dafür zahlen müsste. Zumindest nicht in materiellen Dimensionen. Immateriellen Bereich Status, großer Zugewinn für Nordkorea und für die USA auch großer Schatten, über den man erstmal springen muss. Und vielleicht bräuchte es mal einen Pragmatiker, der einen guten Deal, und Trump behauptet ja immer von sich, die besten Deals auszuhandeln, um das ganz hemdsärmlich nach vorne zu bringen, entgegen aller Konventionen der US-Außenpolitik. Es gibt in den USA mittlerweile eine große Stimme, eine größer werdende Stimme an Wissenschaftlern, an Praktikern, an Leuten aus der Zivilgesellschaft, die genau diese Idee nach vorne bringen möchten, also nicht auf meinem Wissen wachsen, da bin ich nicht alleine, die dafür plädieren, endlich einen Friedensvertrag mit Nordkorea zu machen. Was können wir als Deutsche tun? Eigentlich relativ wenig. Wir können über die Kanäle genau diese Bewegungen in den USA unterstützen. Wir können versuchen, auch auf unsere Bundesregierung, ich habe ein Papier geschrieben bei der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, das wird auch von Praktikern einigermaßen rezipiert, da steht auch die Idee drin. So kann man diese Idee in den Diskurs einbringen, auch in den Bundesdeutschen. Was man aber vielleicht nochmal dazu sagen muss, ist, dass Nordkorea multinationalen oder multilateralen Lösungen und Formaten eher skeptisch gegenübersteht. Mit den Six-Party-Talks, mit den 6-Parteien-Gesprächen waren sie nicht so zufrieden. Nordkorea möchte gerne mit den USA auf Augenhöhe verhandeln. Das ist auch ein ganz massiver Prestigegewinn, wenn die große Weltordnungsmacht auf dieses kleine Land in Ostasien quasi hinabsteigt und sich um den Nuklearkonflikt kümmern muss. Das, glaube ich, ist eher in einem bilateralen Rahmen zu verorten, um eine praktische Lösung oder um Schritte zur praktischen Lösung des Nuklearkonflikts voranzubringen, als in einem trilateralen oder quadrilateralen Rahmen. Unter anderem deswegen bin ich jetzt in meiner Präsentation noch nicht so auf die südkoreanische Perspektive eingegangen. Südkorea ist da jetzt nicht so die große Variable. Natürlich gibt es auch in der südkoreanischen Politik immer wieder Initiativen. Da Kim Dae-Jung-Sonnenscheinspolitik. Jetzt von Herrn Moon verspricht man sich ja auch recht viel, der ja angekündigt hat, er möchte einen neuen Impuls nach Norden setzen, um hier die Beziehungen zu stabilisieren. Aber wenn es zum Deal kommt, dann wird er zwischen Nordkorea, den USA und vielleicht China abgeschlossen werden. So, das ist die pragmatische Perspektive. Ich würde an der Stelle vielleicht mal kurz Gebrauch von meinem Recht als Moderator machen und obwohl jetzt gleich weitere Fragen angemeldet waren, eine Anschlussfrage stellen an die soeben gestellte Frage, und zwar sowohl an Markus Liegl als auch an Myungjin Moon. Und zwar genau das, was Sie jetzt gerade ein bisschen angerissen haben. Wo ist denn bei dieser zunächst mal gut klingenden Option Friedensvertrag mit Nordkorea, wo bleibt denn da eigentlich Südkorea? Also jetzt aus sicherheitspolitischer Sicht, wie würde denn ein Bündnispartner der USA mit dem Namen Südkorea sowas finden, wenn man plötzlich offen über einen Friedensvertrag und staatliche Anerkennung von Nordkorea spricht? Zum einen eben aus der großen Perspektive. Da würde mich aber auch von Myungjin interessieren, wie klingt es denn für südkoreanische Ohren, wenn man offen über einen Friedensvertrag mit dem Norden spricht? Eine ganz hervorragende Frage. Ich glaube, das kommt so ein bisschen auf die politische Großwetterlage an. Es gibt auch in südkoreanischen politischen Kreisen durchaus Leute, die pragmatisch genug sind, um eben diesen Dauerkonflikt, den man seit 72 Jahren da hat, endlich weiterzubringen. Man hatte ja bis vor kurzem, 2003, eigentlich nur einen Waffenstillstand, der ist ja aufgekündigt worden von Seiten des Nordens. Der Jubel befinden wir uns also wieder in einem Zustand des Krieges, weil es keinen weiteren Abschluss eines Waffenstillstandsvertrags gegeben hat. Und das, glaube ich, ist eine Situation, die keinem was bringt auf der Halbinsel. Und ich denke, die Krux ist nicht so sehr im Bereich
einer amerikanischen Anerkennung von Nordkorea zu gucken. Unter anderem die Bundesrepublik unterhält eine Botschaft in Nordkorea. Es haben viele andere Staaten auch ein diplomatisches Verhältnis, formale diplomatische Beziehungen mit Pyongyang. Es ist nicht so wie bei der eigenen China-Politik, bei der man sich entscheiden muss, ob man die Volksrepublik China anerkennt oder die Republik China auf Taiwan. Da sind die Chinesen auch sehr strikt, das hat Trump, glaube ich, auch schon. Ich glaube, bei dem innerkoreanischen Konflikt da ist ein bisschen mehr Spielraum da, da sind auch die emotional incentives, die emotionalen Sensitivitäten auch nicht so hoch auf beiden Seiten. Man trifft sich ja auch immer mal wieder oder in der Vergangenheit sicher gezeigt, dass man sich immer mal wieder zu innerkoreanischen Gipfeln getroffen hat, leider viel zu selten, das ist auch unter der aktuellen nordkoreanischen Administration es war mal im Gespräch gewesen, aber das war auch eine von Kim Jong-uns Neujahrsankündigungen, wo er ein neues Verhältnis zum Süden aufbrechen wollte, das dann in der 2013er Koreakriege geendet hat. Ich glaube, da wäre schon Spielraum da. Man müsste nur in einem Dreieck oder einem Viereck in dem Fall zwischen Nordkorea und den USA, der Volksrepublik China und Südkorea hier einen Rahmen abstecken, in dem eine solche Sondierung möglich ist. Und für sowas braucht man halt auch sehr gute Beziehungen der beiden großen Staaten zu ihren jeweiligen Bündnispartnern, um eben durch so Hinterzimmer-Deals und Hinterzimmer-Absprachen, die vielleicht nicht jetzt im Fokus der Öffentlichkeit stehen, solche Lösungen pragmatisch zu forcieren. Ob das zurzeit gegeben ist, im amerikanisch-südkoreanischen Verhältnis haben wir jetzt erst eine neue Regierung auf beiden Seiten, auch die müssen sich erst kennenlernen. Zwischen Peking und Pyongyang ist die Lage auch nicht wirklich positiv. Peking ist äußerst verärgert über das Gebaren von Nordkorea in den letzten Jahren und vielleicht ist auch die Geduld Chinas demnächst am Ende. Also man müsste auf eine gute Wetterlage hoffen, und zwar in allen 4 Hauptstädten, dass genau diese Sensitivitäten im Bereich, wie ist die zukünftige Beistandsverpflichtung der USA gegenüber einem Südkorea, wenn man gleichzeitig Nordkorea anerkennt, wie regeln wir das mit den vor Ort stationierten amerikanischen Truppen, die für die Chinesen ein Problem sind. Und es ist viel zu tun. So, what do I think about peace treaty or North Korea? First, I have to say I'm not good with this international politics, so I might answer in a peace movement in the perspective. Okay, compared to the former government, a conservative government, for 10 years in Korea, you have heard of some stories, big demonstrations, and the president was impeached. So new government is now, and he is considered to be from a progressive party, which means their party, political party, likes to have this peace talks with the North. You know, when you're talking about peace, everybody agree with peace. So government also says, okay, we need peace with North Korea. But from the peace movement, what we have seen in South Korea was, while the government was saying, okay, we need to talk, we need a peace in Korean Peninsula, but still they're buying arms. And what's happening at the moment is the South Korea government introduced missile defense system imported by US, and people are against that, but the government don't listen to their voice. So for me, it seems like how you define peace in the real levels and opens many changes, how you come to work. I don't know. Ja, also die Frage ist, was ich über die
ein Friedensabkommen oder einen Friedensvertrag mit Nordkorea denke. Also erstmal muss ich sagen, dass ich so gut bin mit internationaler Politik. Meine Perspektive ist also mehr aus der Friedensbewegung oder die Perspektive der Friedensbewegung. Wenn wir im Vergleich zu den letzten 10 Jahren hatten wir eine sehr konservative Regierung und ihr habt von Demonstrationen gehört. Und wie gesagt, jetzt gibt es einen neuen Präsidenten und die neue Regierung wird als sehr fortschrittlich progressiv angesehen. Die führen gerne Gespräche mit dem Norden und ja, allgemein, wenn man über Frieden spricht, sind natürlich immer alle dafür. Also auch die Regierung sagt ja, natürlich Frieden wollen wir gerne. Was wir aber von der Friedensbewegung aus beobachtet haben, ist, dass trotzdem weiter Waffen gekauft werden, dass es jetzt neue Raketensysteme aus den USA importiert werden und dagegen gibt es natürlich Proteste, die aber werden von der Regierung nicht wirklich gehört. Also ja, Frieden klingt erstmal schön, dann kommt es aber wieder darauf an, wie definiert man denn eigentlich Frieden und die Bedingungen, die herrschen müssten, wenn es Frieden geben soll. Jetzt haben wir hier vorne eine Frage. Sie haben mich überholt. Das war eine Frage nach der gesellschaftlichen Stellung der Kriegsdienstverweigerer und Das Mikrofon bitte, das ist für die Aufnahme. Sie haben mich jetzt etwas überholt. Das war einmal die Frage nach der gesellschaftlichen Stellung in Südkorea, der Kriegsdienstverweigerer und nach den Akteuren für dieses schöne Gedankenspiel Friedensvertrag. Soweit bin ich schon zufriedengestellt. Auch super, dann machen wir weiter mit Stefanie Entfehn. Vielleicht eben eine technische Bitte, können wir die Präsentation vielleicht ausmachen? Ist das okay? Oder? Wegen der Optik. Gut, Dankeschön. Ich habe eine Frage an Myungjin. Ich hätte gerne gewusst, ob es möglich ist, Kontakte nach Nordkorea aufzubauen in der Zivilgesellschaft, insbesondere in der Friedensbewegung. Das würde mich interessieren. Danke. That's a very tricky question. To make it brief. In South Korean society, there is a law called National Security Law, which means if you are involved with any North Korean people, then you get punished. And so it was really hard to discuss about North Korea or even the civil society in North Korea from South Korea, because it's like a stigmatized or like, yeah, so it was really hard to open discussion about North Korea. Still, the law exists, but okay, pause here. Eine knifflige Frage ist das. Ich versuche mich kurz zu fassen. Also in der südkoreanischen Gesellschaft gibt es ein Gesetz über die nationale Sicherheit und nach diesem Gesetz wird man bestraft, wenn man überhaupt allgemeine Beziehungen mit Nordkorea unterhält. Also war es in der Vergangenheit auch schwierig, überhaupt den Dialog zu öffnen, in den Dialog mit Nordkorea einzusteigen, also auch für Menschen aus der Zivilgesellschaft. Dieses Gesetz gibt es immer noch, aber... And if you remember the presentation, until 2001, there was no CO movement to the public. And before then, in Korean society, when you were saying, oh, that's peace movement, it's about calling for reunification with the North. And that group was labeled as North followers in
stigmatization was, and they got also punished by the government. But the problem is they call for, one Korea, North and South, but also calling for having a strong army to fight against the US military. So it's a bit tricky from our group to talk about these issues in Korean context. Ja, also das Gesetz gibt es wie gesagt immer noch. Wenn ihr euch an die Präsentation erinnert, dann gab es bis 2001 eigentlich keine Bewegung von Kriegsdienstverweigerern. Davor gab es Friedensbewegungen, die auch immer wieder nach einer Wiedervereinigung mit dem Norden gerufen haben. Die hat man dann North Followers oder die dem Norden folgen, Nordanhänger genannt, und die wurden auch von der Regierung bestraft. Diese Gruppe hat, wie gesagt, für ein vereinigtes Nord- und Südkorea sich eingesetzt, gleichzeitig aber auch für eine stärkende Armee. Das ist ein bisschen anders als jetzt die Gruppe, die ich vertrete, und für uns ist es damit auch schwieriger, in diesem Bereich zu sprechen. Dann haben wir erstmal ganz hinten links von mir aus gesehen die nächste Frage. Ich würde gerne an beide Redner was fragen. Herr Liegl, Sie haben das ganz gut beschrieben, sehr klar beschrieben, dass Nordkorea den Weg verfolgt, auf Augenhöhe in Washington am liebsten mit am Tisch zu sitzen. In so einer Denke von dem Regime bietet es sich natürlich an, auf Augenhöhe zu verhandeln, wenn man Atomwaffen hat, die bis nach Washington reichen. Also wieso sollte Pyongyang sich im Moment auf den Friedensvertrag einlassen, weil es will genauso auf Augenhöhe mit am Tisch sitzen, mit reichlich Druckmitteln. Und im Moment ist es ja auch so, man hat über Jahrzehnte es geschafft, sogar in den 90er Jahren Hungerkrisen zu überleben, die Menschen nach wie vor extrem erfolgreich zu unterdrücken. Wieso sollte jetzt Pyongyang bereit sein? Und die letzten Meldungen waren ja auch, dass das Wirtschaftswachstum voranschreitet, also dass man Geld macht sogar, minimal, aber dennoch. Deswegen frage ich mich gerade in so einer Regime-Denke, was könnte jetzt das Interesse sein, sich an den Tisch zu setzen, zu viert und einen Friedensvertrag auszuhandeln? Direkt noch Anne Moon, oder? Machst du vielleicht erstmal eine sehr gute Frage. Warum sollte Nordkorea quasi aus seiner jetzigen Position ein Interesse daran haben, diesen Friedensvertrag zu forcieren? Sie haben recht, es schaut zurzeit gar nicht so schlecht aus für das Regime in Pyongyang. Die Wirtschaft ist in den letzten 3 Jahren minimal, aber doch kontinuierlich gewachsen. Die allerletzten Zahlen zeigen aber, dass es schon wieder nicht mehr ganz so rosig ausschaut. Und die Administration Kim Jong-un scheint durchaus fest im Sattel zu sitzen. Wenn Sie jetzt schon quasi über das Nuklearprogramm auf Augenhöhe mit den USA verhandeln, dann wäre eine Anerkennung der USA, also eine amerikanische Anerkennung des Systems Nordkorea, des Regimes, wäre ein ganz massiver Prestigegewinn für das nordkoreanische Regime. Das ist, glaube ich, ein großer Incentive, ein großer Anreiz, warum Nordkorea oder das Regime in Pyongyang durchaus dazu motiviert wäre, an diesem Prozess mitzuwirken, unter anderem, weil im Rahmen der Verhandlungen natürlich dann auch noch weitere Propagandaerfolge erzielt werden könnten. Sie haben recht, der Familienbetrieb in dritter Generation ist sehr gut eingeführt. Man hat oft darauf spekuliert, dass dieses System morgen oder übermorgen zusammenbrechen wird, weil oftmals die interne Lage in Nordkorea derartig katastrophal war. Sie haben es angesprochen, gerade nach der ersten Nuklearkrise von 1994, die Zeit des
der großen Hungerkatastrophe, die verursacht worden ist durch die schlechte eigene Planung, durch Naturkatastrophen und durch den Ausfall der sowjetischen Wirtschaftshilfen. Wenn Sie sich die zwei Koreas anschauen, der Norden ist sehr gebirgig, da wächst sehr wenig. Der Norden war von seiner Fläche her, von der Fläche von Agrarland noch nie wirklich in der Lage, seine Bevölkerung kontinuierlich zu ernähren. Da war man immer auf die fruchtbaren Reisfelder und Agrarflächen im Süden angewiesen. Und dementsprechend, allein schon da zeigt sich, dass man, um die Bevölkerung zu ernähren, eigentlich immer auf externe Hilfe angewiesen ist. Sei es früher, als Korea vereint war, die Agrarflächen im Süden oder nach der Teilung durch sowjetische und chinesische Agrarhilfe, gerade vor allem auch Dünger. Dass dieses System von innen durch oppositionelle Gruppen oder durch irgendeine Form von Dissidenz zu Fall gebracht werden kann, das war lange Zeit, glaube ich, nicht möglich, weil sich die Nordkoreaner derartig abgeschottet haben, weil das Regime hat einen eisernen Vorhang um die Bevölkerung gezogen und hat es sehr gut verstanden, eine Politik von Zuckerbrot und Peitsche, sowohl eine mentale als auch eine soziale Kontrolle innerhalb der Bevölkerung herzustellen, die dieses System Nordkorea lange Zeit am Leben erhalten hat und immer noch am Leben hält. Gleichzeitig aber auch die wissenden Eliten, die natürlich auch Zugang zu anderen Informationen haben, die natürlich auch durch ihre berufliche Tätigkeit als Diplomat oder als Geschäftsleute im Ausland sind, weiterhin einzubinden durch Kooptation, durch Herstellung von Privilegien und Luxusgütern, die wiederum das Schicksal und die Vorteile dieser Eliten an das Weiterbestand des Systems koppeln. Da ist sowohl unten als auch von oben greift das System sehr, sehr gut auf die Menschen zu. Ich glaube, es ändert sich so ein bisschen die Menge an Informationen, die vielleicht gar nicht bewusst nach Nordkorea reinkommen. Einerseits versuchen natürlich bestimmte zivilgesellschaftliche Gruppen, zum Beispiel mit Aktionen wie USB-Sticks, mit Luftballons über die demilitarisierte Zone, hier einen Informationsaustausch oder einen einseitigen Informationsfluss herzustellen. Andererseits scheint auch Nordkorea ein großes Interesse an südkoreanischen Soaps zu haben, an Soap-Operas, die über China und Diablo-Fluss dann nach Nordkorea eingeschmuggelt werden und die natürlich auch einmal eine ganz andere Lebenswelt zeigen als diejenigen, die vom Regime durch eine wirklich starke Indoktrinierung durch Propaganda den Menschen vorkonstruiert worden ist, wie es außerhalb ihres sozialistischen Paradieses so vor sich geht. Und solange das Regime in der Lage ist, die Informationen zu kontrollieren, die in dieses Land reintröpfeln oder versuchen, eben diesen Damm weiterhin aufrechtzuerhalten, solange besteht aus einer ganz empathischen Perspektive heraus wenig Anreiz für einen Nordkoreaner, irgendeine Form von Dissidenz zu entwickeln, weil er ja nicht weiß, was es in alternativen Möglichkeiten gibt. Wenn Sie Ihr ganzes Leben lang einer Illusion anhängen, dann wird diese Illusion irgendwann zur Überzeugung und Überzeugungen sind Handlungsanleitungen. Sie werden sich dementsprechend verhalten. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang. Die zweite Frage an den Myungjin. Erst nochmal vielen, vielen Dank, auch dass Sie durch Deutschland touren und von Ihrer Haftzeit auch erzählen. Das war ganz beeindruckend, fand ich. Ich habe ganz viele Fragen, aber ich beschränke mich auf wenige. Ich würde nochmal gerne mehr hören, wie die Zivilgesellschaft darauf reagiert, auf Kriegsdienstverweigerer. Haben die Medien über ihren Fall berichtet? Wird es verschwiegen? Sie haben es angedeutet, dass manche in Ihrem Umfeld kein Verständnis dafür haben. Werden Sie als sowas wie Nestbeschmutzer gesehen? Also vielleicht können Sie dazu noch mal ein bisschen mehr erzählen, also wie wirklich, mit welcher Kritik Sie umgehen mussten. Die andere Frage ist, soweit ich weiß, ist der Militärdienst auch sehr harsch, sehr hierarchisch. Es gibt Mobbing, es gibt auch Selbstmorde in dieser Zeit. Wächst da nicht heraus aus so einem Druck, jetzt vielleicht nicht aus pazifistischen und religiösen Überzeugungen, aber trotzdem, dass mehr junge Männer sagen, auf Kriegsdienst habe ich wirklich keine Lust und sich darüber Alternativen entwickeln. Also, soweit ich weiß, ist das eine harte Zeit, sehr viel, also schlimmer als wahrscheinlich hier früher der Kriegsdienst.
For the first question, okay, see like this. Everybody doesn't want to do military service in South Korea, but they did. And once they finish their military service, then their mindset becomes like, okay, I've done this hard work even when I didn't want to, but how come you refuse to this sacred duty of defending our country? I defended you. You don't have right to that way until you fulfill your own obligation. That's the one common mindset. And even from the left party or some movement groups, I mentioned the old peace movement groups, because they like to have a stronger army, like a communist party. So, okay, you're not going to take up a gun in the revolution. What would you do in such a question? So even the leftist party didn't see this issue as any peace or human rights issues. We were just regarded as, oh, it's very strange. Go to the North Korea, or you're not patriotic. I don't know. So maybe it would help to answer some context. Zur ersten Frage sage ich vielleicht mal was zu der allgemeinen Denkweise. Also natürlich will eigentlich keiner gerne Militärdienst machen. Die meisten haben es aber trotzdem getan, und nachdem sie Militärdienst geleistet haben, verändert sich so ein bisschen die Denkweise, sodass man sagt, ich habe das getan, obwohl ich nicht wollte. Ich bin durch diesen sehr harten Dienst gegangen, und die Verweigerer, die werden dann, also da wird dann schon gesagt, ja, warum machst du das denn nicht? Das musste jeder von uns machen. Also wieso denkst du, dass du das Recht hast, den Kriegsdienst zu verweigern? Ich habe dich verteidigt, ich habe unser Land verteidigt, obwohl ich das auch nicht wollte, und jetzt solltest du das bitte auch machen. Also das ist so allgemein das, was man entgegengebracht kriegt. Und ja, auch zum Beispiel von der linksgerichteten Partei oder den Friedensbewegungen wird das nicht als Menschenrechtsfrage oder Thema der Menschenrechte anerkannt, was wir Kriegsdienstverweigerer machen, sondern wir werden eben als irgendwie immer noch komisch angesehen. And for the second question, I'd like to tell a story of one asylum seeker from South Korea, who I met just yesterday in Nijmegen, Netherlands. He didn't want to serve for the military service. He didn't want to be in prison either. So what he chose was applying for refugee status in Netherlands. And at this moment, I heard that maybe yesterday or the day before yesterday, the party, the ruling party at the moment, one congressman, parliament member, proposed a bill to implement civil service, but it works in a way that you have to prove how genuine you are, how sincere your specific conviction is by going through the very harsh civil service. At the moment, the length of civil service is proposed twice as long as the military service. So that's what's happening. South Korea, yes. Um auf die zweite Frage zu antworten, möchte ich kurz von einem Kriegsdienstverweigerer oder einem Asylbewerber erzählen, den ich gestern in Nijmegen in Holland kennengelernt habe, mit dem ich dort gesprochen habe. Ja, der wollte auch nicht den Kriegsdienst antreten und ist geflohen und hat Asyl in den Niederlanden gesucht.
Dann habe ich gehört, dass gerade ein Gesetzesvorschlag eingeführt wurde in Südkorea, ein Rechtsakt, der eben so einen Zivildienst als Alternative zum Militärdienst vorschlägt. Dabei muss man aber ja wirklich nochmal stärker beweisen, die friedliche Überzeugung beweisen und einen wirklich harten Zivildienst absolvieren, der zum Beispiel auch doppelt so lange dauert wie der Militärdienst. Gut, für die Schlussrunde, und wir nähern uns so langsam dem Ende, sammeln wir die zwei Fragen aus der ersten Reihe. Ich würde auch noch eine dritte dazu nehmen, wenn es noch eine gibt. Dann machen wir noch eine vierte, okay, also die zwei dann auch noch. Und einfach mit der Bitte verbunden, die Fragen kurz zu halten. Wir sammeln dann und lassen dann gesammelt beantworten. Bitte. Ja, ich möchte mich auch nochmal sehr herzlich bedanken für Myungjins Einsatz für das Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung. Und die Frage ist, wenn jetzt so ein Gesetz eingebracht wird in Südkorea, das immerhin Kriegsdienstverweigerung vorsieht, wenn auch unter schwierigen Bedingungen, so wie es früher hier ja auch gewesen ist, ist das ja immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich nehme nicht an, dass das so eine einsame Entscheidung eines Präsidenten war. Welche Faktoren halten Sie für wesentlich, dass es dazu dann doch gekommen ist? Und vielleicht kann auch Herr Liegl seine Ansicht dazu mitteilen, weiß ich nicht. Hier eine zweite Frage. Also ich wollte mal wissen, im Gefängnis, wie man da gefügig gemacht wird und wie man das überlebte, dass man nachher vielleicht doch noch freiheitliche Ideale behalten kann. Das ist mir wichtig, weil es ja auch im Gefängnis dann, es bringt ja nichts, wenn man dann nachher so unterwürfig ist, dass man dann praktisch im nächsten Krieg wieder als Soldat einmarschieren wird. Okay. Zwei Reihen dahinter. Ich habe drei kurze Fragen, die müssen aber nicht beantwortet werden. Ich wäre vielleicht zu der einen oder anderen auch mit einem Quellenhinweis am Schluss noch dankbar. Die eine ist, welche Rolle spielt die UNO oder sollte sie spielen? Die zweite Frage ist, gibt es was wissen Sie über Kriegsdienstverweigerung in Nordkorea? Und die dritte Frage ist, können Sie die Waffenlieferanten genau benennen? Gibt es ganz wesentliche Unternehmen oder Staaten, die ein Interesse an der Waffenlieferung haben? Das wird ja eben auch als etwas genannt, was den Krieg oder die Kriegssituation aufrechterhält. Und die letzte Frage gehört dem Pfarrer dieser schönen Kirche. Nee, ich ziehe zurück, der Strauß ist zu bunt. Ich hätte ganz gerne nochmal diskutiert über die Frage, welche Motivation haben die Amerikaner und auch Nordkorea, sich da auf so einen Deal einzulassen eines Friedensvertrags. Ich sehe auf beiden Seiten nicht wirklich eine Motivation, weil die Situation beiden nutzt, so wie sie momentan ist. Aber das, glaube ich, stellen wir hinten an. Der Rückzug wird nicht gestartet, die Frage wird beantwortet und damit übergebe ich ans Podium für die Schlussrunde. Und dann kann ich sie aussuchen. Genau. Besten Dank für die vielen Fragen, sehr guten Fragen. Welche Rolle spielt die UN zurzeit? Die des Sanktionators, aber da der UN-Sicherheitsrat sich eben nur auf Sanktionen festlegt, die leider Gottes auch zum Teil durch chinesische Hilfe oder mit chinesischer Unterstützung wohl unterlaufen werden. Wenn Sie sich gerade anschauen, für Nordkorea sind sogar Luxusgüter sanktioniert, unter anderem um diese Elitenkooptation zu verhindern, um diese Privilegien für die Eliten auszutrocknen. Und trotzdem scheint es so zu sein, dass Nordkorea weiterhin an den Luxusgütermarkt drankommt, wohl über Peking, wohl über China. Dann sieht man, dass diese Sanktionen nicht unbedingt effektiv sind. Was den Nordkoreanern sehr wehgetan hat, wo sie auch sehr gut darauf reagiert haben, war, als mal Kreditwürdigkeit Nordkoreas oder von nordkoreanischen Personen durch das Banco Data Asien-Issue wurde ein größeres Konto, mehrere Konten eingefroren und auf einmal konnten von den Konten kein Geld mehr wegfließen. Und da kam die Kreditwürdigkeit Nordkoreas under pressure
Und das hat ihnen nicht gepasst, weil sie brauchen eben auch diese Währungsreserven, diese harte Währung, um eben im internationalen Zahlungsverkehr weiterhin flüssig zu bleiben und so auch ganz normale Dinge, die so ein Staat halt braucht, einkaufen zu können. Kriegsdienstverweigerung in Nordkorea, ist mir bis jetzt keine Quelle bekannt, die sich da intensiv mit auseinandersetzt. Ich glaube, es gibt wenig Alternativen in einer wirklich sehr stark militarisierten Gesellschaft, wo ja ähnlich wie in Südkorea schon während der grundständigen Ausbildung in Schulen ein militärischer Drill und eine wirkliche militärische Ausbildung auch im Bereich von Schießausbildung und Taktik vonstatten geht, diesen zu entgehen. Wehrpflicht ist mandatory, also der Wehrdienst ist ein Pflichtdienst in Nordkorea, der ist auch unterschiedlich lang. Es gibt mal Berichte, dass er 2 Jahre dauert, die anderen sagen 3, andere sagen noch länger. Das scheint wohl auch so bestimmte Phasen zu geben. Was man sagen muss, ist, dass viele Soldaten in der nordkoreanischen Volksarmee auch zu Produktionszwecken eingesetzt werden. Und ähnlich wie in China die Volksbefreiungsarmee hat auch die nordkoreanische Volksarmee Firmen und es ist ein wirtschaftlicher Faktor. Es kann auch sein, dass sie ihren ganzen Wehrdienst auf einem Rübenacker damit verbringen, irgendwas anzupflanzen, um eben diese Vollbeschäftigung auch hinzubringen, die auch wiederum wichtig ist für die Stabilität des Regimes. Wenn sie die Leute beschäftigen, dann kommen die nicht auf abwegige Gedanken. Waffenlieferanten kann ich Ihnen jetzt keine sagen, unter anderem weil Nordkorea hochgradig sanktioniert ist. Was man sieht, ist, dass wohl sie unter anderem selbst große Mengen ihrer Waffen herstellen, aber auch sowjetische, chinesische Muster haben. Das scheint so die klassische Ausrüstung zu sein, mit denen Nordkorea agiert. Der südkoreanische Waffenmix, der kennt sich wahrscheinlich mit meinem Co-Panelist ein bisschen besser aus. Der ist vor allem amerikanisch-westlich geprägt. Da gehen die großen Geschäfte hin. Motivation für einen Friedensvertrag zwischen Nordkorea und den USA. Ich kann mir vorstellen, dass weil dieser Schritt eben für die USA auch ein großes Zugeständnis bedeuten würde und jemand wie Donald Trump, der vielleicht auf der einen Seite pragmatisch genug grundveranlagt wäre, um sowas zu machen, auf der anderen Seite halt aber auch jemand ist, der wirklich sehr auf sein Ansehen bedacht ist, dass das eben die Motivation unterlaufen könnte. In meiner Analyse ist es die einzige Option, die mir zurzeit als vernünftig erscheint und die noch nicht ausprobiert worden ist in diesem sehr, sehr vertragten Konflikt, der wirklich ein hohes Eskalationspotenzial beinhaltet, wesentlich mehr meiner Meinung nach als der Konflikt um Taiwan, als das ist der Konflikt im ostchinesischen Meer zwischen Japan und China. Unter anderem deswegen, weil beide Akteure, die face-to-face jetzt gerade sich da aufstellen, ich will nicht sagen, dass sie irrational sind, aber dass sie durchaus emotional agieren könnten. Und vielleicht das ein Redline auf der anderen Seite nicht ernst genommen oder vielleicht sogar eine Aussage zu ernst genommen wird. Und so eine vollkommen unnötige und hochgefährliche Eskalation des Konflikts angestoßen werden kann, deren Auswirkungen wir alle spüren werden, falls es so weit kommt. Ich hoffe nicht. Besten Dank. Oh, it's difficult to remember the questions. You asked about the motives of the newly amended bills from the government, is that right? Also es ist schwierig, alle Fragen zu erinnern und darauf zu antworten. Sie hatten nach den wesentlichen Faktoren gefragt, die dazu beigetragen haben könnten, dass die Regierung sich jetzt entscheidet, Gesetze in die Wege zu leiten. Yes, actually, this government, when it lost the election, presidential election 10 years ago, they already announced to have they were going to implement this civil service.
but this plan was cancelled by the next government, conservative one. And I think from our group, World Without War, we don't see it's just the beginning of the step going to anti-military society, because still civil service can work with this conscription, where you learn top-down hierarchy, or how you see other studies from things or something like that. And I'd like to mention just a quick reference that in Human Rights Committee have been repeatedly made recommendations to South Korea government, so they have to care those international global standards about human rights. Maybe that could also work, I guess. Ja, also die aktuelle Regierung hat ja vor 10 Jahren die Wahlen verloren, und damals hatten sie schon angekündigt, dass sie Zivildienst einführen würden. Diese Pläne wurden dann aber eben durch die konservative Regierung unterbunden. Ich denke allgemein, dass wir erst am Anfang dieses Prozesses sind, und ich denke auch, dass ein Zivildienst so funktionieren kann, wie er jetzt angedacht ist. Ich würde vielleicht sagen, dass ein wichtiger Faktor ist, dass der Menschenrechtsausschuss regelmäßig mit der südkoreanischen Regierung der Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen? Ja, genau. Dass die zum Beispiel auch mit der südkoreanischen Regierung das Gespräch gesucht haben, und dass das zum Beispiel einer der wichtigen Faktoren gewesen sein kann. Jean Ziegler. Wie bitte? Jean Ziegler? And actually, I was thinking of to myself, it could be funny like this. So that was, if by any chance we have some contact with the consensus objection sector in North Korea, then we try to support them, any of them. Then what might the South Korea government would react to us? Because normally it's not allowed to have any contact to the people in North Korea, but in this case, consensus objection in North Korea means that could help to collapse of the enemy's state. Then how would the South Korean government react to our movement? Just the imagination. So. Ich hatte so einen Gedanken, wie wäre es, wenn es eine Kriegsdienstverweigerungsbewegung oder wenn wir in Kontakt treten könnten mit Kriegsdienstverweigerern in Nordkorea, weil wir versuchen würden, diese zu unterstützen, wie dann die Regierung in Südkorea reagieren würde. Denn normalerweise ist ja der Kontakt verboten und wird bestraft, aber in diesem Fall würde ja die Unterstützung der Kriegsdienstverweigerer in Nordkorea dazu beitragen, dass der Feind geschwächt wird. Deswegen habe ich mich gefragt, wie da dann wohl die Reaktionen wären. And another thing, just quick, in our group, World Without War, one of the campaign recently is to work for against arms trade. And one of the main producer for arms industry in Korea is Samsung, which normal people haven't heard of. And well, for example, they sell arms to Turkey and to Syria for them to break down the cities. So we are working on with these issues. I can relate this answer to your question. After release, for me it was very difficult, it was very important to have this kind of relationship where I can trust each other, talk to each other, understand our experience, how
how it was like in prison. So it helped for me, and now we are working with the more further anti-militarism issues. I hope we could answer to your question. Yeah. Okay. In meiner Gruppe, also bei Verbündeter der USA, haben wir eine Kampagne derzeit gegen den Waffenhandel. Und Samsung verkauft zum Beispiel auch, also ist auch ein Waffenproduzent, die Waffen an die Türkei und Syrien zum Beispiel verkaufen. Davon haben die meisten eher weniger gehört. Kennt sie ja eher von Technik, Smartphones. Das ist zum Beispiel auch etwas, wogegen wir uns einsetzen zusammen. Und das, um auf einen großen Waffenlieferanten zu sprechen zu kommen. Und gleichzeitig möchte ich direkt zu deiner Frage übergehen. Für mich war die Zeit nach dem Gefängnis sehr entscheidend, da mit anderen mich zusammenzutun, mich auszutauschen und gerade sich einander anzuvertrauen, über die Erfahrungen zu sprechen, sich gegenseitig zu verstehen, mit anderen, die dieselben Erfahrungen gemacht hatten. Und jetzt arbeiten wir eben auch zusammen und setzen uns gemeinsam für Ziele ein. Also vielleicht beantwortet das ein bisschen die Frage. Gut, dann an der Stelle ganz herzlichen Dank für alle Fragen, fürs engagierte Dabeisein und natürlich nochmal einen ganz herzlichen Dank an unser Podium heute. Myungjin Moon, Markus Liegl und die Verdolmetschung durch Miriam Sorgino. Ich denke, es ist nochmal einen großen Applaus. Kooperationspartner dieser Veranstaltung, Connection e.V., ich nenne jetzt nur die Institutionen, nicht alle beteiligten Personen, die Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerin e.V., Connection e.V., Amnesty International, Attac Köln und das DFG-VK Bildungswerk in NRW. Alle hier vertreten. Natürlich geht der Dank auch an die Kartäuser-Gemeinde, wo wir heute zu Gast waren, und Pfarrer Matthias Bonhoeffer, seine Tochter Jona Juliane Bonhoeffer, vielen Dank. Und zu guter Letzt und nicht zu vergessen, geht der Dank natürlich auch an die Technik, an den Chaos Computer Club Köln, der heute Ordnung und nicht Chaos in unsere Technik gebracht hat. Also vielen Dank auch an euch. Mitgenommen haben und wo es inhaltlich auch in die Tiefe ging, habe ich mich noch gefragt, was bleibt von so 2 Stunden und von so einem Abend. Ich denke, zum einen bleibt, dass alle diejenigen, die gerne klassische Briefe schreiben und des Öfteren mal enttäuscht sind über eine Kommunikationskultur, die dann doch durch WhatsApp und Instagram und Twitter geprägt ist, immer noch dankbare Empfänger auf dieser Welt haben, und seien es nur die Kriegsdienstverweigerer in den Gefängnissen dieser Welt, und dass auch der klassische Brief noch echte Ermutigung spenden kann und letztendlich auch zum Aushalten beitragen kann. Zum Zweiten, glaube ich, bleibt, dass es manchmal einen belesenen Südkoreaner braucht, um uns inspirierende Impulse von Bertolt Brecht nochmal zu vermitteln, wenn wir sie selber nicht draufgekommen sind. Und zum Dritten bleibt, dass wir eins als Kölner Privatleute mit Blick auf das anstehende Wochenende gemeinsam haben mit der Profession der Friedens- und Konfliktforscher, nämlich dass wir uns alle eine gute Wetterlage wünschen. In diesem Sinne auch von meiner Seite herzlichen Dank fürs Kommen und einen schönen Abend.